ja, Kernwaffenlabor unter unseren Füßen sein. Bei 058, 60. Komm mal ran. Uns vielleicht näher an das vermutete Kernwaffenlabor bringen. Hoffentlich setzen wir uns dabei keiner tödlichen Strahlendosis aus. Okay, Backup. Gut, wir ziehen uns zurück. Alle raus hier. Am Ende dieses Videos gehe ich auf das letzte Video vom Jonastal und der kürzlich geöffneten Stollenanlage, wo radioaktive Strahlung herrscht, ein. Wollt ihr wissen, was wir dort entdeckt haben und wo diese Stollen sich befinden? Dann bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, denn nur so könnt ihr den direkten Zusammenhang der beiden Kernlabore verstehen. Oh, irgendwer ruft an. Jawohl, sprechen. Ah, der Marin. Ich sitze am Schnitt. Was hast du dann? Ein neues Stollensystem. Okay. Wo ist es? In Österreich. Hervorragend. Okay. Was ist da? Also mehrere Etagen. Okay, das ist interessant. Und was soll das sein? Ein Kernwaffenlabor auf mehreren Etagen. Okay. Ja, radioaktive Strahlung. Okay. Ja, ich bringe den Detektor mit. Alles klar. Ich pack meine Sachen, schmeiß die aufs Fahrzeug und fahr los. Bis gleich. Ja, auf nach Österreich. So, und jetzt habt ihr wieder was Tolles gesehen? Auf Kabel 1 oder wo lief's? Ja, wir haben auf Kabel 1 diese Reise ins Unvergessene oder wie das hieß. Ja, Expedition Unknown, Yes. Also Expedition ins Unbekannte mit Josh Gates. Und Josh Gates hat hier was gefunden? Ja, vermutet ein Atomwaffenlabor. Ja, ein Kernwaffenlabor. Also das bedeutet, in dem Berg hinter uns könnte sein, dass da immer noch Atomwaffen liegen. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall. Ob wir heute hier Atomwaffen finden, gucken wir mal. Wir suchen definitiv danach. Wir spielen das mal ein, wie sich diese Szenerie damals ereignet hat und wie Josh Gates hier durchgelaufen, sich hier alles angeguckt hat, geklettert ist und dann festgestellt hat, dass sich unter seinen Füßen ein Kernwaffenlabor befindet. Dann schauen wir doch einfach mal in diesen Film rein, würde ich sagen. Ja, geht erstmal gut los. Wir fahren mit dem Motorrad. Wir suchen jetzt mal, ob wir irgendeinen kleinen Eingang finden, durch den wir reinkommen. Also, man sucht einen kleinen Eingang. Ah, sie laufen noch durch den Wald. Hast du was? Ja, das hier sieht wie ein kleiner Eingang aus. Da geht's definitiv rein. Schauen Sie, das sieht doch aus, als wären der Boden und die Wurzeln und alles entfernt worden. So, jetzt hat man einen Eingang gefunden. Wir schauen mal weiter. Der Boden hier ist bei einem Sturm eingestürzt. Jetzt ist da eine Höhle zu sehen. Schauen wir uns das mal näher an. Mist. Das ist der erste Umfaller, beziehungsweise es muss ja dramatisch dargestellt werden. Er ist natürlich schnitttechnisch und storytechnisch gesehen einwandfrei gemacht. Ne? Er rutscht aus, es soll dem Zuschauer vermittelt werden, dass es ziemlich tief runtergeht, dass es steil ist und natürlich lebensgefährlich. Ne? Geht schon, danke. Echt klein, das ist echt alt. Mal sehen, wo das hinführt. Na dann. Nach dir. Ja, jetzt geht's erstmal rein. Ich staune. Vor mir geht's tatsächlich abwärts. Heiliger Bimber. So, und die sind jetzt schon drin, die zwei, Josh Gates und sein Local. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Ort auch gefunden haben. So, das müsste jetzt ungefähr die Kameraperspektive gewesen sein von dem Kameramann von Josh Gates. Und ich würde sagen, wir inspizieren jetzt mal dieses riesige Tunnelsystem. Ne? Es ist immens. Ja, also pass schön auf, wenn du reingehst, ich folge dir. Ne?
Martin, geh nicht zu weit. Ich habe Angst. Also Martin ist jetzt weg, für die Kamera ist er weg. Ist Gates runtergegangen. Das ist sehr rutschig. So, und hier wollen sie reingegangen sein. Er liegt hier einfach nur. Ich lege mich jetzt einfach mal daneben. Ich lösche das Licht. Ich gehe jetzt auch rein, todesmutig, in das Atomlabor. Und sind wir weg? Ja. So, jetzt sind wir verschwunden. Aber wir lagen hier in Fötusstellung nebeneinander und haben ein bisschen gekuschelt. Let's go. After you, please. Nach dir. Wir zwängen uns durch die enge Öffnung. Die enge Öffnung. Ich staune. Vor mir geht's tatsächlich abwärts. Heiliger Bimbam. Das ist ja riesig. Also hier ist zu dem unterirdischen Atomlabor kein Zugang. Das bedeutet, wir suchen weiter und ich bin zuversichtlich, dass wir gar nicht weit laufen müssen. Ne? Ich glaube auch. Und filmen mal nach da. Und da ist nämlich schon der Zugang zu unserem Kernlabor, welches ja immer noch hohe Strahlenwerte aufweist. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt einer tödlichen radioaktiven Strahlung ausgesetzt sind. So, also da oben waren wir eben, da haben wir festgestellt, es ist kein Eingang. Und den einzigen Eingang, den wir tatsächlich gefunden haben, ist er hier. Ne? Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, und gucken wir mal, was uns erwartet. Ne? Wir haben Gurtzeug tatsächlich bei, weil ja, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber Josh musste sich abseilen. Mal gespannt, ob wir die Stelle finden. Halbe Stunde. So, es ist Sandstein, ne? Mal wieder, ne? Wie in Gusen quasi. So, und was hat man hier gebaut? Also hier ist direkt schon Ende. Also hier versperrt uns schon direkt ein Versatz den Weg. So, und da oben ist ein Zugang und da ist ein Zugang. Und den müssen wir jetzt erklimmen hier, richtig? Glaubst du, schaffen wir das? Ich glaube nicht, wir sollten hier abbrechen, das ist ja lebensgefährlich. Fahren wir wieder heim. Ja, wir probieren es, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Wir sind bei 0,12, 0,13 von der Strahlenbelastung, also noch im erträglichen Bereich. Vertrauenswürdig, dieses Konstrukt. Wenn wir das mal, soll ich das mal wegtun, dass wir nicht unbedingt auf so einem Ding hier landen, wenn wir da abschmieren? Geil. Das ist schon oben. Lieber her. Ist es sicher da oben? Kommst du auch hoch? Also der Kameratyp kommt auch hoch. Wir gehen natürlich überall gemeinsam hin. Jawohl. Vom Boden bis zur Decke ist hier nur bröckeliger Sandstein. Bröckeliger Sandstein. Echt unheimlich. Und dabei sind wir noch keine 15 Meter weit gekommen. Und wie geht's jetzt weiter? So, da hat man jetzt gerade schon was Interessantes gesehen. Ich springe da nochmal eben hin. So, wichtig ist diese Stelle, die halten wir uns mal im Auge. Weil die haben wir natürlich auch gefunden. Wir müssen nach Verbindungstunneln suchen, die weiter runter in das geheime System von Gusen führen. Also da wird von dem System von Gusen gesprochen. Gusen ist ordentlich weit von dieser Anlage entfernt. Verstehe. Um da hinzukommen, wonach genau suchen wir? Einerseits suchen wir nach einem Gang, der nach unten führt. Andererseits müssen wir aber auf die Radioaktivität achten. Also hier kommt die erste Radioaktivität ins Spiel. Man geht davon aus, dass da Radioaktivität anliegt. Wir müssen die Strahlenwerte im Auge behalten. Ja. Dann los, bereit? Ja. Sein Geigerzähler wird uns die aktuellen Strahlenwerte anzeigen und uns vielleicht näher an das vermutete Kernwaffenlabor bringen. Hoffentlich setzen wir... Also jetzt wird hier das erste Mal von dem Kernwaffenlabor gesprochen. Das ist interessant. Hoffentlich setzen wir uns dabei keiner tödlichen Strahlendosis aus.
Er wird auf eine tödliche Strahlendosis hingewiesen. Also natürlich, das soll halt alles für den Zuschauer sehr spektakulär rüberkommen. Deswegen die tödliche Strahlendosis. Ob sie wirklich tödlich ist, der Blick aufs Gerät wird's verraten. Sehen, was da ist. Verrückt. Hier liegt überall Sand. Fühlt sich an, als würde man über einen Strand laufen. Ja, in einem Sandstollen liegt Sand. Das ist auch was ganz Neues. Wie gesagt, das ist Sandstein und wenn ihr da dran rumkratzt, dann fällt dieser Sand ab, der da auf dem Boden liegt. Das ist völlig normal. Ja, hier ist nochmal ein schöner Cut drin, so ein bisschen im Dunklen. Das erweckt jetzt wirklich den Anschein, als ob das riesengroß ist, aber das ist es nicht. Sulze und ich tasten uns im Licht unserer Taschenlampen vorwärts, bis wir finden, wonach er gesucht hat. Oh, da geht's runter. So, diese Stelle müssen wir uns mal merken. Da geht's runter. Ne? Schaut mal. Oh, da geht's runter. Also es geht hoch und runter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, oder? Auf geht's. So, jetzt kommt der Cut an eine andere Stelle. Also das ist nicht ein und dieselbe Stelle. Das sind zwei verschiedene Stellen. Das ist jetzt eine andere Stelle. Und hier hat man es schön sehen können. Hier ist diese ockerfarbene Schicht und diese Abdrücke hier von den Spuren der Auffahrung des Stollens. Die sollten wir uns mal merken. Und es geht offensichtlich nach unten. Aus als endete dieser Stollen in einer großen Kammer. Da geht's steil runter. Ne? Also da geht's steil runter. Auf 5,21 und weiter. Jetzt steigt das Gerät bzw. die Werte an. Ne? Also sagen Sie, das Gerät sieht man nicht. Dann wollen wir mal da runter. Gehen wir runter. Wir haben einen So, jetzt nochmal markant, wie gesagt, hier diese Formation vom Gestein und nochmal die Spuren des Auffahren des Stollens. Gut zu sehen sind hier diese Schürfspuren, wie man den Stollen reingebaut hat. Da oben diese Dinger, da hat man Holz eingezogen, um da oben weiterzubauen. So, und diese Schürfspuren plus diese eine Ader, die hier durchgeht, die so ein bisschen ockerfarben ist, die kann man sich gut einprägen und wir legen da jetzt das andere Videomaterial nochmal drüber. Dann könnt ihr euch das mal angucken, dass das genau der Punkt ist, wo wir sind. Wir haben einen Übergang gefunden. Je weiter wir runtergehen, desto höher wird der Strahlenwert. Na schön, versuchen wir es. Okay. Für genau solche Fälle hat Sulzer Kletterausrüstung dabei. Also hier legt er erstmal den Gurt falsch rum an. Diese Ösen oder Schlaufen, die müssen nicht nach oben zeigen, sondern nach unten zeigen. Und die sind dafür da, Karabiner einzuhaken oder Ausrüstung. Also wirklich vertraut ist er mit seiner Ausrüstung nicht. Ob das jetzt seine Ausrüstung ist oder das Kamerateam das mitgebracht hat, das darf jeder für sich selber entscheiden. Das Problem ist nur, der Sandstein ist so weich, dass man den Haken nicht wirklich trauen möchte. Wir finden ein Stahl. Also hier sieht man nochmal schön diese ockerfarbene Gesteinsschicht, ne, von der ich in meinem Video oder bei meinen Dreharbeiten gesprochen habe. Nicht wirklich trauen möchte. Wir finden ein Stahlrohr, an dem wir ein Seil festmachen. Das Stahlrohr, ja, ne, das bringen wir uns auch mal eben ein. Und da sind wir schon. So, und ich glaube an der Stelle, würdest du nochmal? Ja. An dieser Stelle hat Josh Gates einen seiner Ankerpunkte gesetzt und ist dann im Prinzip in den unteren Bereich vorgedrungen der Anlage, was eigentlich der Eingangsbereich ist. Also das ist schon mal direkt, ja, man könnte sagen, das entspricht nicht der Wahrheit, richtig? Das dürfte sich zurechtgelegt worden sein. Ja, eigentlich ist dieser Flock hier schon maßgeblich, sagt er eigentlich alles aus. Ne? Wollen wir mal gucken, ob wir das Labor finden? Auf geht's. Jawohl. Wir finden ein Stahlrohr, an dem wir ein Seil festmachen und beten, dass das so halten wird. Warum er jetzt hier diesen Stein da vorlegt, also was dieser Stein da genau soll. Selbst wenn der Anker abhaut, das Stahlrohr, wovon er da spricht, dann wird der Stein da nichts gegen tun. Ich glaube, das bewegt sich keinen Millimeter. Okay. Damit hätten wir schon mal einen Ankerpunkt hier. Gut, das hält. Perfekt. Ich lass dich runter und komm dann gleich nach. So, jetzt geht's nach unten. Ja, Spannung steigt in die Bereiche, wo noch höhere Strahlung anliegt. Also so wird das auf jeden Fall dem Zuschauer suggeriert. Klappt super.
Langsam. Das Kamerateam war schon unten. Ihr habt gesehen, 2 Perspektiven, einmal von oben und einmal von unten. Noch ein Stück. Super, bin unten. Ja, ja. Stand. Gut. Jetzt bin ich dran. Rope's coming down. You ready? Seil kommt. Bereit? Abs. So, warum er das Seil jetzt auffängt, gibt's auch keinen Grund für. Ne? Also einmal unten, einmal oben gefilmt, 2 Kameraperspektiven. Ja, sieht spektakulär aus, ne? Abs. Vorsicht. Yeah. Gut. Langsam. So, er hat ja ein Abseilgerät in der Hand. Warum jetzt da das Seil über den Karabiner läuft als Umlenkrolle? Also das war auch die Szene, als der den Sulzer da abgelassen hat. Ne? Die hat man einfach nur nochmal eingespielt, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. Ja, und da passiert's natürlich. Ne? Das ist eine glatte Wand, also man hat sehr, sehr guten Halt. Wir sind ohne Seil darauf und wieder runter und haben es auch hingekriegt. Und er rutscht natürlich ab. Ja, es sieht sehr spektakulär aus. Ne? Lebensgefahr, Gänsehaut. I'm okay. I think I'm Nichts fine. passiert. Mir geht's gut. Das Seil ist durchgerutscht. Das Seil ist durchgerutscht. Ja, dann fällt man aber, wie soll das durchrutschen? Weil er steuert das ja. Ne? Er hat ja ein Abseilgerät. Crumbly in here. Zum Glück ist nur einer der Ankerpunkte rausgerutscht. Ich bin mit einem Riesenschreck davongekommen. Komm jetzt runter. Walls are just kind of Die Wände geben nach. sandy. Es ist echt sandig hier. Ja, im Sandstein ist sandig. Ne? Also darf man nicht vergessen. Nicht geschafft. Almost there. Achtung. Nochmal der kleine Sprung unten. Ja, wir haben diese enorme Mauer oder diesen enormen Höhenunterschied überwunden. Okay. Wir haben es geschafft. Okay. Ein Riesenhohlraum. So, ihr seht das 1, 2, 3 Schatten. Warum sind die noch oben? Also die filmen ja aus einer höheren Perspektive, filmen auf die 2 runter. Ja, man hat sich einfach gedreht. Das Kamerateam ist oben geblieben, die sind ein Stück zurückgegangen. Und hier müsste normalerweise Licht sein. Warum ist da kein Licht? Weil man wahrscheinlich auf die Dämmerung gewartet hat. Sonst würde da nämlich Licht einfallen. Tagsüber ist dieser Bereich schon komplett hell. Ihr seht das ja auf meinen Videoaufnahmen. Man hat auf die Dunkelheit gewartet, um den Anschein zu erwecken, als ob man wirklich auf einer 2. Ebene jetzt abgestiegen ist oder auf eine 3. Ebene. Ja, und hat das Kamerateam oben gelassen. Die haben sich einfach nur umgedreht um 180 Grad und gucken jetzt quasi hier auf die Wand, wo sie eben runtergeklettert sind. Hier ist einer der Ankerpunkte von Josh Gates. Und hier hat er sich abgeseilt in eine tiefere Ebene. Obwohl das der Ein- bzw. Ausgang ist. Hier kann man es auch gut sehen. Vielleicht tauschen wir kurz die Plätze. Vielleicht kannst du kurz diese Einstellung noch vorfilmen. Jetzt ist es inzwischen auch dunkel geworden. Ja. Wir sehen ganz genau, dass es jetzt nicht mehr mittelbar ist, dass genau da, wo jetzt die Dunkelheit beginnt, eigentlich Der Ausgang ist. der Ausgang ist und wir wieder im Freien stehen würden. Und das hat sich diese Crew eben zu Hilfe genommen. Ja, würde ich auch sagen. Also man hat hier gezielt auf die Dunkelheit gewartet, damit kein Außenlicht eindringt in die Anlage, dass man sagen kann, Moment mal, da kommt aber Tageslicht rein. Ne? Wie gesagt, wir haben es jetzt mittlerweile auch schon spät. Es ist kurz nach 21 Uhr. Tageslicht ist weg und somit sieht es so aus, dass es da unten wirklich weitergeht. Und jetzt gehen sie auch noch auf die Wand zu. Jetzt wird wahrscheinlich gleich ein cooler Schnitt kommen. Wir folgen dem Tunnel weiter und lassen den Geigerzähler nicht aus den Augen. Da war der Schnitt. Okay. So here Jetzt steigt der Wert wieder. It's going up. Ja, jetzt wird das Gerät wieder lauter. Der Wert steigt an auf 0,559. Was auch immer da kommt, die Radioaktivität nimmt zu. So, jetzt sind sie schon wieder in dem oberen Teil. Also ist alles jetzt im oberen Teil unterwegs. Und den haben sie am Anfang auch schon mal gezeigt, diese Szene. Here in An dieser Stelle hat die Strahlung den höchsten Wert. highest point. Radiation. 6,1. Yeah. Das Gerät zeigt einen 3-mal so hohen Wert wie an der Oberfläche an. Das ist zwar immer noch ungefährlich, So, diese Stelle, die wir jetzt sehen, müssen wir uns auch mal eben einprägen.
Und hier ist Ende, wa? Genau. Ja. Das ist auch jetzt wieder dasselbe Ende, wie wir es in den Tunnels vorher schon gesehen haben. Doch er steigt weiter. Ob hier noch ein Durchgang ist? Over here? So probably Wahrscheinlich liegt eine Kammer direkt unter uns. our feet. Yes. Klingt doch so. Yeah. Irgendwas ist da. Hier liegt jede Menge Sand. Und hier geht's nach unten, also hier tritt er drauf, hier geht's runter und darunter soll ein Hohlraum sein. Hier liegt jede Menge Sand. Man spürt, dass man über einem Hohlraum steht. Kann weiter unten noch eine Kammer liegen? Sie könnte genau der Eingang sein, den wir suchen. Allerdings wollen wir uns nicht noch mehr Strahlung aussetzen. Wie viel? 7,4, siehst du? Okay, back up. Gut, wir ziehen uns zurück. Alle raus hier. War der wahrscheinlich hier, ne? Können wir da mal reingucken eben? Ja. Oh, 34. Oh, jetzt wird's hoch. Gefährlich. Aber da sind sie eindeutig gebückt. Ja. Und es geht bergauf. Ja, also hier die Stelle. Es ist genau die Stelle. Ja. Ja, klar. Sie könnte genau der Eingang Ja. sein, den wir suchen. Allerdings wollen wir uns nicht noch mehr Strahlung aussetzen. Wie viel? 7,4, siehst du? So, also wir sind hier tatsächlich bei 0,58, 60. Komm mal ran. Ist tatsächlich. Jetzt fällt wieder ein bisschen. Aber wir sind bei 0,58. Und das ist der Bereich, wo Gates stand. Also sie waren gebückt. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Irgendwo hier in dem Bereich wird es gewesen sein. Da haben die dann gesagt, hier steigen die Werte an. Auf den Boden geklopft. So. Und spürst du es? Das, was du spüren kannst, ist, dass über uns ein Hohlraum ist und das zurückfedert im Sand. Ja. Also laut Josh Gates, also hier ist natürlich nichts drunter, könnte hier tatsächlich ein Kernwaffenlabor unter unseren Füßen sein. Und hier hat Josh Gates abgebrochen, also er ist angeblich, wir mussten reinklettern, um hier überhaupt reinzukommen. Und er ist runtergeklettert, war dann auf einer tieferen Ebene und hat dann in dem Bereich hier auf den Boden geklopft und hat gesagt, ja, hier könnte ein Labor unter unseren Füßen sein. Die Strahlen steigen an und dann haben sie alle fluchtartig inklusive dem Kameradude den Stollen verlassen, weil es ja gefährlich ist. Und er sagte dann, er opfert ja viel für seine Zuschauer, ne? Und aber keine irgendwie Unfruchtbarkeit oder ausgefallene Haare. Ich glaube bei 0,31, 33 Mikrosievert fallen uns nicht unbedingt die Haare aus und unfruchtbar werden wir wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt die Strahlung zu hoch, jetzt bricht Panik aus und alle müssen aus dem Stollen fliehen, aufgrund der hohen Strahlung. Mal gucken, wo sie hinfliehen. Los, Leute! So, da springen sie runter. Ja, da sind sie, diesen kleinen Schacht. Ich zeige Ihnen mal, da geht's noch mal so ein bisschen nach unten, da sind wir auch runtergerutscht. Und mein Kameramann ist dann natürlich auch mit. Und sie gehen jetzt quasi nicht raus aus dem Stollen, sondern tiefer in den Blindstollen rein. Da unten soll doch das Labor sein, oder? Hoch und runter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, oder? Auf geht's. Kriegst du das hin mit der Kamera? Irgendwie. Sehr geil. Los, Leute! Nehmen, dann nehme ich die Kamera und Licht. Kriegst du das freihändig hin oder soll ich das Ding abnehmen? Das ist dann doch ein zu heißes Pflaster. Das ist 5 bis 7 Mal höher als draußen. Ich bin bereit, viel für mein Publikum zu geben. Eine Glatze oder Unfruchtbarkeit riskiere ich nicht. Könnte die Strahlung aus irgendeinem natürlichen Grund in diesem Tunnel höher sein? Das ist eine gute Frage. Jetzt hören wir mal da drauf, was sein Gegenüber denn zu der natürlichen Strahlung sagt. Das ist ein Hinweis auf einen Hohlraum irgendwo unter uns. Was auch immer da ist, man müsste es frei.
Also er geht auf die Frage nicht ein. Im Gebiet haben wir viel Radon. Also auch der Bergkristall muss 2 Tage bevor er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, muss er gelüftet werden, wegen dem Radongas, was da natürlich anliegt. Und deswegen habt ihr in diesem Sandstollen auch erhöhte Werte, weil da Radongas drin ist. Das ist völlig normal in dem Bereich. Was auch immer da ist, man müsste es freilegen. Yeah, there's definitely. Da unten ist mit Sicherheit was. Die Antwort steckt vielleicht noch tiefer unten? Ich hoffe, dass du doch noch weiter graben darfst. Da wird definitiv nichts mehr drunter sein. Das können wir mit Sicherheit sagen. Es wird aber hier so vermittelt. So, und schon wird aus einer eigentlich sehr unspektakulären Anlage, aber trotzdem äußerst, historisch gesehen, äußerst interessante Anlage, natürlich ein Zugang zu einem System über mehrere Etagen, wo sich wahrscheinlich ein Kernwaffenlabor drunter befindet. Ja, einmal drauf geschaut, hingefahren, nachgeprüft. Der Abstieg ist eigentlich der Eingang, also ihr müsst hochgehen, um in die Anlage zu gelangen und nicht umgekehrt. Ihr geht nicht oben rein, lauft dann runter und geht noch ein Stück runter und kommt dann in tiefere Bereiche. Wie gesagt, das ist der Ein- und Ausgang, wo sie sich abgeseilt haben. Es muss halt Spannung aufgebaut werden und die Leute wollen was sehen. Der Zuschauer will spektakuläre Sachen sehen. Er will sich gruseln. Die Stimmung soll erzeugt werden, als ob das da lebensgefährlich ist, direkt in mehreren Situationen. Er rutscht also einmal rutscht er ab, einmal rutscht er beim Abseilen ab. Und natürlich die hohe Radioaktivität. Ich gucke ihn gerne, ich gucke auch gerne Kabel 1, aber das gerade bei Expedition Unknown viel aus dem Zusammenhang gegriffen ist oder gerissen ist, das sollte, denke ich mal, auch jedem klar sein, weil das zielt natürlich ab auf Einschaltquoten und meistens ist es gar nicht so spektakulär, wie es tatsächlich dargestellt wird, wie in diesem Fall. Ich bin mal hingefahren mit meinen österreichischen Freunden, habe mir das Ganze mal angeguckt und siehe da, es ist gar nichts. Es muss natürlich, wahrscheinlich ist Josh Gates da hingefahren, hat sich das angeguckt, hat festgestellt, hier ist ja gar nichts, da kann man gar nichts draus machen und dann hat er mit seinem Produktionsteam was überlegt, wie man es dann irgendwo interessant gestalten kann, dass die Menschen das auch gerne gucken und dann hat man das da draus gemacht. Wie gesagt, ein paar Schnitte da rein ist gar nicht mal so schwer. Ja, bei dem Video im Jonastal habe ich mich denselben Methoden bedient, wie jetzt das Kamerateam das von Josh Gates gemacht hat, also von Expedition Unknown oder zu Deutsch Expedition ins Unbekannte. Es ist sehr leicht, Sachen sehr spektakulär aussehen zu lassen. Wir haben das ganz einfach gemacht, dass der Geigerzähler auch anspringt. Wir haben einfach eine alte Tischuhr genommen, das Radium drin, damit die Zifferblätter beleuchtet sind und das ist radioaktiv. Das strahlt, kurz dran gehalten, schon haben wir einen Ausschlag. Das Video wurde nur produziert, also mein Video wurde nur produziert, um zu zeigen, wie einfach das ist und wie die großen Fernsehsender und Dokumentationssender und Dokumentarfilmer das Ganze machen, damit das spektakulär aussieht, wenn man das natürlich möchte. Ne? In dem Fall habe ich das auch gemacht, einfach nur um darauf hinzuweisen, wie leicht das ist, den Zuschauer in die Irre zu führen und wie sich wirklich große Dokumentationssender damit wirklich beschäftigen, dass das spektakulär bleibt, dass das mystisch ist, dass die Legenden aufrechterhalten werden, etc. Und das machen sie in ganz vielen anderen Dokumentarfilmen auch. Also euch wird da immer was vorgemacht, ob das jetzt Projekt Riese ist, das habe ich euch ja auch mal gezeigt. Es ist spektakulär, der Mensch muss sich gruseln und es war im Krieg und eventuell Kernforschung und. Ja, das wirkt alles sehr gruselig und diese Stimmung will man damit erzeugen. Nüchtern betrachtet ist da eigentlich gar nichts. Aber man kann mit ein wenig Fantasie und mit ein paar guten Schnitten und mit einer guten Story aus jedem eine Geschichte bauen, wo der Zuschauer sagt, alter Schwede, krass, was es nicht alles gibt. Ich würde sagen, wir konnten mal wieder einen weiteren Mythos dadurch zerstören. Also auch da, Nähe St. Georgen-Gusen, befindet sich kein Nuklear- oder Kernforschungslabor. Da ist definitiv nichts außer diese Sandstollen. Doch um was für eine Anlage handelt es sich hier? Die Anlage ist aus dem Zweiten Weltkrieg und sie ist in ihrer Funktion einzigartig. Seid ihr jetzt neugierig, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da gebe ich den Zweck der Anlage bekannt und zeige diese in ihrem gesamten Umfang, damit ihr euch ein Bild von diesem Bauwerk machen könnt. Nächste Woche geht es spannend weiter auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.